Hi zusammen, hier ist Denise aus dem Produktmarketing. Wussten Sie, dass Sie Einstellungen für Freigaben in sogenannten Freigaberegeln festhalten können? So können Sie Workflows für verschiedene Anwendungsfälle dokumentieren und mit einem Klick anwenden. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Um in Dirico eine Freigabe anzufordern, klicken Sie in dem gewünschten Inhalt auf das Freigabe-Icon am rechten Seitenrand. Hier erscheint standardmäßig die einfache Freigabe, die neben einem Fälligkeitsdatum und einem Kommentar über ein Feld für verpflichtende Benutzer verfügt. Über einen Klick auf den Switcher kann in den erweiterten Freigabemodus gewechselt werden. Hier können neben den Einstellungen der einfachen Freigabe außerdem optionale Nutzer hinzugefügt und Aktionen definiert werden, die nach erfolgter bzw. gescheiterter Freigabe eintreten sollen. Einstellungen für wiederkehrende Prozesse lassen sich in Form von Freigaberegeln dokumentieren und hier mit nur einem Klick anwenden. Wie eine solche Freigaberegel erstellt wird, schauen wir uns nun an. Begeben Sie sich dazu über die Teamverwaltung in die Freigaberegeln. Hier erhalten Sie eine Übersicht aller bestehenden Regeln. Per Klick auf den pinken Plus-Button erstellen Sie eine neue Regel. In der Erstellungsmaske können Sie Ihrer Regel einen passenden Namen geben und sie optional mit einer Nachricht an die freigebenden Nutzer versehen. Im nächsten Schritt definieren Sie verpflichtende und optionale Nutzer, die in die Freigabe involviert sein sollen. Sobald Sie optionale Nutzer hinzufügen, erweitert sich das Menü um zwei Optionen. Über den Switcher können Sie bestimmen, dass Freigaben als abgelehnt gelten, sobald ein optionaler Nutzer dagegen stimmt. Mit dem Regler darunter können Sie die Anzahl an minimal positiven Stimmen von optionalen Nutzern festlegen. In dem grauen Feld werden alle Bedingungen aufgelistet, die für eine erfolgreiche Freigabe bei Anwendung dieser Regel zutreffen müssen. Im untersten Bereich können Sie nun definieren, was passieren soll, wenn eine Freigabe erteilt oder verwehrt wurde. Hier stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung. In unserer Regel wird der Status nach erfolgter Freigabe zum Beispiel auf geplant gesetzt. Ist die Freigabe hingegen nicht erfolgreich, wird eine E-Mail an die verantwortlichen Personen versendet. Haben Sie Ihrer Freigaberegel alle Informationen hinzugefügt, klicken Sie auf den Speichern-Button. Zurück in der Übersicht sehen Sie nun Ihre neu erstellte Regel. Um diese anzuwenden, begeben Sie sich in einen Inhalt, öffnen den erweiterten Freigabemodus und wählen im Feld Freigaberegel Ihre neue Regel aus. Damit werden mit einem Klick alle zuvor definierten Einstellungen eingetragen und Sie müssen nur noch den Freigabe anfordern-Button klicken. Um keinen Hack mehr zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!